Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time im Stonehenge. Heute geht es um unter anderem die beiden Kisten. Das ist einmal der SSL Buskompressor und das ist der Warm Audio Buskompressor. Und dazu gibt es auch noch das Universal Audio SSL G-Bus Kompressor Plugin. Wir werden die drei Teile miteinander vergleichen und schauen, wie nah die Teile tatsächlich aneinander sind. Los geht's! Whitey! Timson, heute nicht eine Kiste? Zwei Kisten. Wir haben das Original hier, und zwar den SSL Buskompressor von SSL in der X-Logic Variante 19 Zoll. Und wir haben den Warm Audio Buskompressor da. Und wir haben, das sieht man jetzt nicht, das können wir jetzt nicht einblenden, das Universal Audio SSL G-Bus Kompressor Plugin. Wir haben den Warm Audio Buskompressor schon besprochen und ein Review und Test dazu gemacht. Das verlinken wir auch hier. Und wir waren beide total begeistert von der Kiste. Das war schon heftig, ja. Und die logische Konsequenz, weil wir wollen wissen, wie weit liegt oder wie nah liegt es im Original tatsächlich. Also wo liegen da die Unterschiede? Und mal kurz, kleines Interlude von dir. Wir hören jetzt gleich nämlich auch schon da rein. Sind sehr, sehr nah aneinander, auf jeden Fall. Ja, also man hört, dass also die Regelung sehr ähnlich ist. Ja, wenn man sich die Wellenformen genau anguckt, sieht man schon, dass sie etwas anders auch ein- und ausschwingen, obwohl dieselben Einstellungen gewählt sind. Aber das ist ja eigentlich auch, hätte mich auch gewundert, wenn es nicht so gewesen wäre. Ne? Klar, wirklich 1:1:1:1 kannst du so eine Kiste jetzt auch nicht im Detail nach. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Was machen wir heute? Wir haben einmal Drums in der Buskompression, dann haben wir Drums parallel komprimiert, dann haben wir Gitarren und dann haben wir noch den Mixbus. So, das schicken wir einmal halt durch den SSL, einmal durch den Warm und einmal durch durchs UAD-Plugin und werden das alles nebeneinander, nacheinander einblenden, ausblenden und zeigen, was gerade läuft. Los geht's!
Jetzt haben wir gehört. Ihr habt Vieles gehört. haben wir gehört. Wir haben gehört, wir haben es ausprobiert. Und, wir haben geschraubt und gedreht. Ja. Was wir schon so ein bisschen angekündigt haben. Das Plugin, also man könnte die Reihenfolge tatsächlich auch nach dem Preis sortieren vielleicht. Von den Kisten. Würde ich dringend so unterschreiben, ja. Wobei das Plugin auch tatsächlich das allergünstigste ist. Ich glaube, das Plugin kostet 200 Euro, 250 Euro, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Die Warm-Audio-Kiste kostet 700-800 Euro und der originale SSL tut richtig weh, der kostet 3.500 Euro. Ja. Wobei ich behaupte einfach mal, zwischen dem Warm und dem SSL ist jetzt nicht vom Sound ein 4- oder 5-facher Aufpreis. Also man sagt ja immer, für die letzten 2-3% zahlt man nochmal x 1000 Euro. Ist halt die Frage, braucht man diese 3,5K-Kiste? Ne? Und tut's nicht auch der Warm Audio? Also ich würde das anders beantworten. Also für das, was der Warm Audio kostet, sensationell. Ja, also ich meine, wir haben ja hier viele Vintage-Kompressoren und so drin in unserem Rack, aber das, was die Kisten hier machen, diesen unglaublichen Punch, den kriegen wir eigentlich nicht so aus den anderen Kisten raus. Das stimmt, ja. Und das macht der Warm Audio wirklich auch grandios, muss ich sagen. Also absolut, also der ist wirklich, ich meine, da sind ja auch teilweise schicke Bauteile drin. Die haben ja Cinemac-Übertrager drin, die haben VCAs drin. Wenn man halt direkt vergleicht, die beiden, die machen beide den gleichen Job. Ne? Bin ich schon, also wenn man so an den Regelzeiten rumspielt, hat der eine hier die Stärken, der andere da. Das variiert tatsächlich so ein bisschen. Auch diese Auto-Release-Funktion, die funktioniert unterschiedlich bei den Kisten, warum auch immer. Deswegen haben wir das tatsächlich auch in den Videos nicht so mit Auto gemacht, weil es einfach ein unfairer Vergleich wäre, weil halt da einfach das Signal anderes ist dann. Ne? Aber der Gesamtsound ist halt ein anderer. Das ist so für mich der Punkt. Ne? Also der Warm Audio, der klingt ein bisschen schärfer, also gerade wenn man so achtet bei dem Becken von den Drums, das featuret das schon so ein bisschen, während halt der Warm Audio der SSL untenrum viel schöner schiebt. Das mit dem Schieben untenrum, das hörst du auch sehr schön bei den Gitarren, die wir da durchgejückelt haben. Das Gegrummel, also wir haben da ziemlich heftigen Low-Cut drauf auf den Gitarren und trotzdem kommt, also beim SSL kommt halt nochmal schön unten so dieses Grummelige, was man gerne beim Metal halt haben will, kommt nochmal schön raus. Das macht er halt zwar auch irgendwie, aber nicht ganz so toll. Und das ist ja genau diese letzten paar wenige Prozente, das ist wie überall, also ich bleib dabei, wenn ich es mir leisten könnte, immer den SSL. Der Warm Audio ist einfach für die Kohle sensationell. Und eigentlich würde ich sagen Must-Have bei dem Budget. Also für jeden, der irgendwie im Homestudio oder sowas unterwegs ist, keine Frage, definitiv der Warm Audio, weil genau, du kannst der Mehrwert, den die 3.500 Euro von SSL-Kiste bringt, die bringt dich im Homestudio nicht näher an das Ergebnis, das du haben willst. Ich glaube, für das Budget, Also aber wenn du trotzdem dann so ein Warm Audio hast, ne, und dann irgendwie schön, zum Beispiel, wie wir es gemacht haben, eine Parallel-Drum-Kompression machst, da wertet man den Mix auch schon mal erheblich auf. Definitiv. Ne? Also da entsteht schon eine neue Welt mit. Halt, wie gesagt, dieser Punch, den man oft sucht. Ne? Und da wären wir jetzt auch schon beim Plugin angelangt. Ne? Stimmt, das haben wir noch gar nicht wirklich besprochen. Ne? Das ist wieder die Philosophie wie immer. Das werden wir auch demnächst mal ein Video zu machen, Plugin versus Hardware. Aber eigentlich das, was wir uns auch schon gedacht haben. Man sagt eigentlich, dass das UAD-Plugin vom SSL G-Bus Kompressor mit das Beste auf dem Markt ist. Bin jetzt ehrlicherweise, wir benutzen nur die UAD-Plugins, wir haben gar nichts anderes. Aber wenn man so im Internet liest, dass sagt mal, es gibt da noch diverseste Nischenhersteller, die das wohl auch sehr, sehr gute Emulation machen, aber das Universal Audio Plugin soll schon echt mit das Beste sein. Und das haben wir hier, das haben wir getestet damit. Ja, es ist halt, ja klar. Klingt nicht schlecht. Es klingt nicht schlecht, aber es ist halt wie immer, ich finde immer so diese Plugins, gerade wenn du die stärker anfährst, die geben dir so eine Idee davon, was es sein soll. Ja, aber letztendlich irgendwie so, dieses unglaublich Geballer, was die beiden Jungs hier machen, das bleibt da so ein bisschen auf der Strecke. Ja, du kriegst es zwar auch irgendwo hin, ne, aber es ist halt, es ist wie ein Behelfsmittel, ne? Also das ist schon, deshalb sage ich ja hier, ne? Das Ding ist ein Must-Have bei der Gage. Ne? Dafür kostet das Plugin irgendwie, weiß ich nicht, ein Zehntel oder ein Zwanzigstel vom Original. Ne? Also
Klar. Und du kannst es dann in fast jeden Kanalzug reinballern. Ja. So nach dem Motto. Ne? Ja. Aber ja, ist, wenn Kann man man alles machen, in the Box macht, ne? Ja. Klar ist Ja. das die einzige Möglichkeit. Wenn man aber analoges Outboard noch mehr nutzt, definitiv haben die beiden Kisten die Nase noch ein Stück weit vorne. Absolut. Aber eigentlich ein relativ großes Stück, ehrlicherweise. Da kann mir auch kein Also ganz klare Empfehlung. Warm Audio, mega geile Kiste. Für jeden, der einen Buskompressor haben will, kann ich die Kiste nur wärmstens empfehlen. Und für jeden Menschen, für den Geld sowieso keine Rolle spielt, Ja. der brauchst das Video gar nicht angucken, der hat sich den SSL schon längst gekauft. Wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Und dazu noch ein AP 2500. Genau. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was haltet ihr von den Kisten? Welche hat bei euch die Nase vorne? Was findet ihr klingt besser oder schlechter oder gleich? Schreibt uns in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.